Esther. I have now driven the stretch of the M5 between Exeter and Bristol over 21 times. But although I have all the reports and all the witnesses, and have cross-referenced them within a millimetre using my Ordnance Survey maps, I simply cannot find the location. You'd think there would be marks to serve as some evidence. It's somewhere between the turn-off for Sanford and the welcome break services. But although I can always see it in my rear-view mirror, I have as yet been unable to pull ashore. Okay, und mit diesem Satz, beziehungsweise mit dieser Poesie, begrüße ich euch zu einem neuen Let's Play meinerseits. Heute mal wieder mit dir, Esther, in der zweiten Folge. Ich habe das Ganze erstmal nicht als Let's Play gedacht, weil ich mir gedacht habe, daraus kann man kein Let's Play machen. Kann man eigentlich auch immer noch nicht, aber ich bin so überwältigt, von der Grafik auch, dass ich mir gedacht habe, mache ich jetzt einfach mal noch eine zweite Folge. Okay, hier sind Schiffsteile, oder ist das nur ein Schiff? Das ist nur ein Schiff, okay. Und gerade habt ihr das ja auch gelesen, da hat jemand nicht in der Rückspiegel geguckt oder sonst irgendwas, ne? Und das wird... Ich weiß es nicht. Was hat das damit auf sich? Ich meine, das sind immer ein paar Geschichten. Aber man weiß halt nicht, worum es genau geht. Das Einzige, was ich weiß, dass er wohl krank ist und ihr diesen Brief jetzt geschrieben hat. Laut dem, was er jetzt alles so gesagt hat, ist das Einleuchtende. Okay, das sind Container vom Schiff. Und Schiffsteile. Hier können wir aber nicht rauf, oder? Hier können wir nicht lang. Aber hier können wir lang. Okay, und hier geht's nicht weiter. Gut. Da ist doch jemand. Rechts. Seht ihr das? Auf der rechten Seite, da ist irgendjemand. Das ist ein Mensch. Okay, wir müssen, glaube ich, da hin. Da steht jemand. Ist ganz klar, da steht jemand. Verfolgt das mal irgendwie im Bildschirm gerade. Oder ist es einfach irgendein Holzfarm? I had kidney stones and you visited me in the hospital. After the operation, when I was still half submerged in anesthetic, your outline and your speech both blurred. Now my stones have grown into an island and made their escape, and you have been rendered opaque by the car of a drunk. Okay. Sehr poetisch. Und da steht immer noch einer. Ich versuche jetzt mal so durchzulaufen, damit ich diese Person da nicht verliere. Oder spielen wir eventuell Esther? Das kann natürlich auch sein, dass wir Esther sind. Und ihr Mann ist gestorben. Und jetzt... Und jetzt geht sie die komplette Insel durch. Warum auch immer sie das machen sollte. Oh mein Gott, das ist so verwirrt. Ich weiß es gar nicht. Also, auf einer Seite kann man sagen, dass er ja irgendwie krank war, so. It's only at night that this place makes any sluggish effort at life. You can see the buoy and the aerial.
I've been taking to sleeping through the day in an attempt to resurrect myself. I can feel the last days drawing upon me. There's little point now in continuation. There must be something new to find here. Some nook or some cranny that offers a perspective worth clinging to. Okay. I've burnt my bridges. I've sunk my boats and watched them go to water. Und hier ist mal keiner. Aber hier war gerade jemand. Das haben wir ja von hier hinten gesehen. Und hier ist nichts derartiges, was so aussehen könnte. Wow. Okay. Sehr strange. Sie könnte natürlich auch Esther sein. Und ihr Mann ist verstorben und... Wow. Ich bin echt ein bisschen gerade verwirrt. Ich weiß nicht, was ich gerade zuerst denken soll. Vielleicht ist es auch so eine Interpretationssache bei diesem Spiel. Und wir kommen denen auch immer näher, habe ich so das Gefühl. Diesen Fernsehturm. So, da kamen wir ja her, glaube ich. Wir müssen also, glaube ich, irgendwie versuchen, hier irgendwie wohin. Da geht's nicht lang. Oh. Und jetzt steht da keiner mehr. Also stand da definitiv jemand. Ja, hier steht jetzt keiner mehr. Okay, das heißt, ich habe mir das nicht eingebildet, beziehungsweise das heißt, ich habe mir das nicht eingebildet. Da stand definitiv jemand. Nur dieser jemand ist weg. Okay. Gehen wir jetzt noch nicht nach unten. Ich gehe mal den Weg jetzt lang, aber ich schaue mal nach unten, was es so gibt. Okay. Da ist höchstwahrscheinlich nichts. Aber hier ist ein Haus. Kleines Häuschen. Warte mal. Der Leuchtturm. Der Fernsehturm. Der war doch da vorne, warum ist der jetzt hier? I've begun to climb, away from the sea and towards the center. It is a straight line to the summit, where the evening begins to coil around the aerial and squeeze the signals into early silence. The bothy squats against the mount to avoid the gaze of the aerial. I too will creep under the island like an animal and approach it from the northern Das ist alles so poetisch geschrieben. Ich weiß nicht, ob man Poesie dazu sagen kann, aber das ist alles so... Das ist auf jeden Fall kein einfacher Text, ne? Das ist so... Da steckt irgendein Gedanke dahinter. Die Frage ist halt, was für ein Gedanke? Man kann ja alles daran interpretieren. Und das fesselt ja ein schönes Spiel, muss ich sagen. Oh. Kommen irgendwelche Geräusche gerade? Aber hier ist nichts. Die Insel ist ja verlassen. The bothy was constructed originally in the early 1700s. By then, shepherding had formalized into a career. The first habitual shepherd was a man called Jakobsen, from a lineage of migratory Scandinavians. He was not considered a man of breeding by the mainlanders. He came here every summer whilst building the bothy, hoping eventually that becoming a man of property would secure him a wife and a lineage. Donnelly records that it did not work. He caught some disease from his malcontented goats and died 2 years after completing it. Okay. There was no one to carve white lines into the cliff for him either. Dann gehen wir erstmal in die Hütte hier rein. Da sind
irgendwelche Zeichnungen. Kann damit aber leider nicht anfangen. Und hier sind ja sowieso keine Rätsel, aber trotzdem. Obwohl keine Rätsel sind, sind hier solche Zeichen. Aber was bedeuten die? Aber ganz schön weit. Ich glaube, wir haben da hinten irgendwann mal angefangen. Jetzt sind wir hier oben. Oh. My heart is landfill. These false dawns waking into the still never light. I sweat for you in the small hours and wrap my blankets into a mass. I have always heard the waves break on these lost shores, always the gulls forgotten. I can lift this bottle to my ear, and all there ever is for me is this Hebridean music. Ist alles marode, ist alles irgendwie so abgenutzt und so. Die Frage ist halt, was ist hier passiert? Also muss doch hier irgendwas gewesen sein, dass es so aussieht, wie es jetzt hier aussieht. Okay, hier ist auch noch irgendein Zeichen. So, da war ich schon, also muss ich jetzt hier runter höchstwahrscheinlich. Hier unten war ich, glaube ich. Oder muss ich dann auch hier runter? Das werden wir gleich wissen. Oh, der Weg ist hier aber ganz schön schmal, dass ich hier runterfahre. The editor comments that at this point Donnelly was going insane as syphilis tore through his system like a drunk driver. He's not to be trusted. Many of his claims are unsubstantiated, and although he does paint a colourful picture, much of what he says may have been derived directly from his fever. But I've been here, and I know, as Donnelly did, that this place is always half imagined. Er erzählt halt über irgendwas, aber das hat doch gar nichts mit der Geschichte zu tun, oder? Ich verstehe es nicht. Sieht alles schon sehr, sehr nice aus, muss ich sagen. They found Jakobsen in early spring. The thaw had only just come. Even though he'd been dead nearly 7 months, his body had been frozen right down to the nerves and had not even begun to decompose. His fingernails were raw and bitten to the quick. They found the phosphorescent moss that grows in the caves deep under the nails. Whatever he'd been doing under the island when his strength began to fail is lost. He'd struggled halfway up the cliff again, perhaps in a delirium, perhaps trying to reach the Bothy's fire before curling into a stone and expiring. Also erzählt hat über noch einen Mann. Ich weiß nicht, ob das Paul war. Er hat ja Mann Paul erwähnt. Ach nee, das war Jakobs, genau. Jakobs hat er ja gesagt. Nicht, dass ich jetzt komplett durcheinander komme. Wegen irgendwelche Teile. Vom Schiff wahrscheinlich irgendwas. Oder Schiffsteile. Climbing down to the caves, I slipped and fell and have injured my leg. I think the femur is broken. It is clearly infected. The skin has turned a bright, tight pink, and the pain is crashing in on waves, winter tides against my shoreline, drowning out the ache of my stones. I struggled back to the bothy to rest,
But it has become clear that there is only one way this is likely to end. The medical supplies I looted from the trawler have suddenly found their purpose. They will keep me lucid for my final ascent. Ich weiß nicht, geht's jetzt weiter? Höchstwahrscheinlich nicht, weil da vorne ist alles zu. Bin ich der Meinung? Ja, da vorne ist alles zu. Okay, das heißt, ich muss in die Höhle jetzt rein. Das ist da, von da oben kam ich, also muss ich jetzt hier in die Höhle rein. Ja, das ist schon sehr spannend, aber ich verstehe noch die Geschichte nicht. Also selbst über ihn wissen wir noch gar nicht sehr viel. Und über Dear Esther. Dear Esther kann ja nur seine Frau sein, an die er dieses Brief hier geschrieben hat. Oder sowas Ähnliches. Okay, hier sind überall Kerzen. Was das wohl bedeuten mag. Und... Okay. Und hier ist eine Höhle, aber ich weiß nicht, ob wir da... Ne, es geht ja nicht anders. Wir müssen da ja reinrutschen. Oh. Okay, das Kapitel ist wieder zu Ende. Ich würde mal sagen, wir machen bei der nächsten Folge weiter. Folge 3 mit dir, Esther. Bis gleich.